Herzlich willkommen bei Nivi kurz erklärt. Ich bin Melanie und ich erzähle euch heute ein bisschen was über die Bedienung und die Besonderheiten unserer Fahrzeuge. Starten wir mit der Bedienung des Fahrzeugs. Es ist ganz wichtig, dass ihr die Plissés mit beiden Händen bedient und nicht nur mit einer Hand. Das gleiche gilt auch für das Hubbett und die Push-to-Open-Schränke. Auch das Kleiderfach unterm Bett solltet ihr mit beiden Händen bedienen, da sich die Möbelstücke sonst verziehen und krumm werden können. Den Tisch in der Sitzgruppe könnt ihr ganz einfach bedienen, indem ihr den Fuß auf die Bodenplatte legt und den Tisch dann hin und her schiebt. Wichtig ist auch, dass ihr zum Beispiel Schubladen mit einer Soft-Close-Funktion nicht nochmal nachdrückt. Die gehen ganz von alleine zu. Habt ihr eine Markise und wollt diese ausfahren, dann lasst sie bitte nicht vollständig mit ihrem ganzen Gewicht ausfahren, sondern stützt sie ein bisschen von unten und fahrt die Füße aus. Achtet bei den Stauraumauszügen darauf, dass sie richtig einrasten und verriegeln, bevor ihr die Klappe schließt. Ein wichtiger Hinweis zum Füllstand des Fäkaltanks. Der Füllstand lässt sich mittlerweile nur noch am Bedienteil der Toilette ablesen und nicht mehr am Zentralpanel. Achtet darauf, beim Flair gibt es einen Spülstopp bei vollem Tank, beim iSmooth und Arto nicht. Die Spülmaschine in unseren Fahrzeugen kann nur mit angeschlossenem Landstrom benutzt werden, die Klimaanlage mittlerweile sogar ohne. Aber Achtung, das hat einen hohen Stromverbrauch. Ein Hinweis zu unseren Duschen. Wenn ihr das Licht in der Dusche angeschaltet habt, dann geht automatisch in gewissen Zeitabständen auch der Lüfter an. Wundert euch nicht, das geht erst wieder aus, wenn ihr auch das Licht ausschaltet. Möchtet ihr die Reise mit eurem Nivi starten, dann achtet darauf, dass es für die meisten Möbelstücke eine Fahrposition gibt. Unter anderem Fenster, Fernseher, Tisch und Türen müssen in die dafür vorgesehene Fahrposition gebracht werden. Jetzt noch ein paar Fun Facts für euch, bevor es zu den Besonderheiten der Fahrzeuge geht. Wenn ihr den Wassertank füllt und drückt länger auf das Wassertanksymbol am Hauptbedienteil, dann öffnet sich eine Füllstandsanzeige. Ihr bekommt jetzt akustische Signale, wie voll euer Wassertank ist. Ihr könnt in der Zwischenzeit also andere Dinge an eurem Fahrzeug machen. Piepst es länger, ist der Wassertank fast voll. Kommen wir jetzt zum Fun Fact Nummer 2. Und zwar eurer Multiplus-Fernbedienung. An der Fernbedienung befindet sich ein kleiner Sensor, der im Dunkeln auch die Fernbedienung abdunkelt, um Energie zu sparen. Bei eurer Bordausstattung ist dieses kleine Werkzeug von Truma dabei. Das ist dafür da, falls euer Crash-Sensor ausgelöst hat und ihr ihn resetten müsst. Eine Besonderheit, die bei allen 3 Fahrzeugen gilt, aber besonders beim Arto, ist, dass wenn die Hubstützen ausgefahren waren, eine sehr hohe Last auf der Parkbremse liegt. Deshalb macht die Zündung an, legt den Fuß auf die Bremse, löst die Handbremse und lasst erst dann ganz langsam den Fuß von der Bremse. Noch eine Besonderheit, die wir bei allen 3 Fahrzeugen haben, ist der Bewegungsmelder vom Licht im Flur. Wenn ihr nachts zum Beispiel auf Toilette müsst, dann geht im Flur automatisch ein kleines Licht an. Das war's auch schon wieder mit Nivi kurz erklärt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was über unsere Fahrzeuge zeigen und die Bedienung fällt jetzt einfacher.